Ihr Lieben, der erste Monat dieses Jahres liegt hinter uns und hat uns bereits ganz schön gefordert. Nicht nur durch die kollektiven Spannungen, auch die massiven energetischen Veränderungen geben uns kaum Zeit zum Durchatmen. Oh ja, die energetischen Veränderungen bringen uns auf ein ganz neues Niveau der Wahrnehmung. Das rationale Denken weicht immer mehr dem Fühlen. Wir fühlen immer mehr, was falsch und richtig ist und die Energien, die auf uns wirken. Es verändert sich so viel in uns, was sich jetzt auch deutlich im Außen auswirkt, kollektiv, gesellschaftlich und weiter auswirken wird. Denn uns erwartet ein nicht weniger chaotischer Februar, was ich übrigens auch für das ganze Jahr sehe, mit steigender Tendenz in uns, im Außen und in dieser Welt. Als ich übrigens Anfang April 2020 in meinem Blog darüber schrieb, dass erstmalig ab Sommer 2025 aus astrologischer Sicht etwas Entspannung in Sicht ist, konnten es viele noch gar nicht glauben. Es wird uns jetzt nicht nur im Außen, sondern auch in unserem persönlichen Leben so vieles aufgezeigt, was nicht mehr unserem Herzensweg entspricht. Beruflich, in Beziehungen, auf unserem Lebensweg. Und ja, wir spüren jetzt immer auch mehr körperlich, was nicht mehr mit uns im Einklang ist. Plötzliche Eingebungen und Erkenntnisse kommen jetzt immer mehr durch die starken kosmischen Energien zu uns. Und unsere fühlende Seelensprache spricht immer lauter, sodass auch die Emotionen hochkochen können, plötzlich ausbrechen, um uns endlich zu lösen von allem, was uns nicht mehr gut tut. Wie in Mutter Erde, so auch in uns, ihr Lieben. Und es ist ein Befreiungsschlag, der geschieht und wir betreten jetzt völliges Neuland, mit dem wir erst lernen müssen, umzugehen. Nichts kann mehr verdrängt werden und niemand kann uns mehr etwas vorschreiben. Denn wir fangen immer mehr an, aus unserem Fühlen heraus zu agieren und uns damit aus der Opferrolle zu befreien. In den Schumann-Resonanzen gibt es massive Kapriolen und Umschwünge und wir erhalten so viel Energie, bedingt auch durch die starken Sonnenevents, die den interplanetaren Raum aufheizen und auf uns wirken. Und wie ich bereits in meinen Energie-Updates geschrieben habe, wird die neu stehende Welle im 5,4 Herzbereich, wie auch die starke 7,83 Herzwelle im Moment dauerhaft sehr stark aufgeladen, was eine völlig veränderte Wahrnehmung erzeugt, die uns immer mehr weg vom Geschehen im Außen in die unterbewussten Tiefen unseres Inneren bringt. Sie stellt das rationale Denken auf Traummodus und das bewirkt sehr viel Veränderung in der Hirnstruktur. Oh ja, Shumi scheint sich im Moment fest in diesem Traumzustand etabliert zu haben und die massiven Übersteuerungen und das Chaos im
Resonanzfeld können uns ganz schön zu schaffen machen. Die starken und dauerhaften Aufladungen im Theta-Bereich wirken sich körperlich auf unsere Herzfrequenz aus und versetzen die Hirnströme in einen Tiefschlafmodus, was sehr anspruchsvoll auf allen Ebenen sein kann, denn sie führen uns in einen surrealen Schlaf-Wachzustand, was Denken und Konzentration sehr schwer macht. Oh ja, all das geschieht durch die Veränderungen in der Hirnstruktur und der Frequenzen. Mentaler Nebel, Watte im Kopf, Vergesslichkeit und so weiter. Und deswegen ist im Moment auch sehr viel Achtsamkeit gefragt bei allem, was ihr tut. Im Straßenverkehr, beruflich, denn die Neigung zum Sekundenschlaf ist auch deutlich erhöht. Zeit für Meditation und Tiefenentspannung, ihr Lieben, aber auch das fällt im Moment nicht so leicht, aufgrund all der Unruhe im Außen. Mit der 5,4 Herzwelle ist das Tor zum Unterbewusstsein sehr weit auf. Doch die teils starken Aufladungen im Alpha- und Beta-Bereich können die Wahrnehmung insgesamt ziemlich chaotisch machen. Dieses Gefühl des Hin- und Hergerissenseins, das so viele jetzt haben. Oh ja, Shumis Achterbahn im Tiefschlafmodus bringt uns eine völlig surreale und chaotische Wahrnehmung. Die Tage verschwimmen wie im Traum, während die Nerven unruhig, gestresst, überfordert sind und viele sind einfach nur noch müde und ausgelaugt. Den Alltag in dieser sich dauerhaft verändernden Realitätswahrnehmung weiterhin zu meistern, kann sehr anspruchsvoll sein, auch körperlich. Ein Organismus im Schlafmodus, der jedoch weiter im Laufrad treten muss. Und ja, auch die Gefühle fahren Achterbahn, was sich derzeit auch deutlich im Außen widerspiegelt. Und ja, ihr Lieben, wir haben im Moment auch teils völlig abnorme Aufladungen im 36 Hertz Bereich der Gamma-Gehirnströme. Und dadurch können sich geistige Visionen sehr schnell in der Materie kondensieren. Und genau das macht es jetzt unglaublich wichtig, achtsam zu sein und bewusst zu fühlen, zu denken und zu handeln. Da Impulse aus dem Unterbewusstsein sich derzeit schneller in der Realität, in der Materie manifestieren, als wir ahnen können. Zu den Hirnfrequenzen und zur Kraft der Gedanken und wie wir sie nutzen, gibt es übrigens auch Seminaraufzeichnungen von mir. Diese neue Konstellation der Frequenzen führt uns Menschen nun in einen Zwischenbereich, in dem sich das Wachbewusstsein und damit auch unsere alten Gedanken und Glaubensmuster mit dem Unterbewusstsein vermischt. So viel Verdrängtes wird nun bewusst, denn unser Verstand hat unser Fühlen viel zu lange unterdrückt. Und auch wenn diese Veränderungen zu starken inneren Konflikten und
Emotionen führen, ja uns ziemlich durcheinander wirbeln. So öffnen Sie uns doch jetzt die Türen zu einem völlig neuen Bewusstsein, ja zu einem völlig neuen Menschsein. Oh ja, ihr Lieben, wir erleben gerade massive Veränderungen im Erdmagnetfeld. Das Magnetfeld unserer Erde wird teils so stark energetisiert, dass wir fast ungefiltert von der Sonne bestrahlt werden. Die Magnetosphäre ist extrem instabil und weist starke Störungen auf, besonders an den Pollöchern, die praktisch Türöffner für kosmosolare Strahleneinschläge sind. Besonders um Mitternacht öffnen sich an den Pollöchern immens große Lücken, was sicher auch mit den Schlafstörungen und intensiven Träumen, die viele zurzeit haben, zusammenhängt. Oh ja, sehr viel kosmosolare Strahlung kommt zu uns und die teils immer stärker werdenden Sonneneruptionen und Stürme und massiven Strahlenduschen wirken sich sehr stark auf den Organismus aus, bei Mensch und Tier und auf die gesamte Ordnung im Erdsystem. Und ja, die eingehenden starken Lichtenergien bewirken sehr viel Druck auf unseren physischen Körper, die Verschmelzung von Geist und Materie, was buchstäblich schmerzen kann durch die Lichtaktivierungssymptome. Wundert euch also nicht, wenn ihr euch unruhig, schwindelig, wackelig fühlt, neben den vielen weiteren Symptomen, die ich in meinen regelmäßigen Energie-Updates beschreibe. Und natürlich spüren wir auch die Unruhe in Mutter Erde, denn wir haben massive Schwankungen und eine sehr instabile Erdrotation, was sich auch auf die tektonischen Bewegungen auswirkt und die Beben- und Vulkanaktivität ist weiterhin sehr hoch. Ja, ihr Lieben, alles wird anders, alles verändert sich. Doch all das, was jetzt geschieht, lässt uns wachsen, lässt uns stärker werden, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Der kommende Neumond im Wassermann und diese Zeit um die dunkle Mondin herum zeigt uns nochmal ganz stark die alten Strukturen auf und weist ganz klar auf einen Neubeginn hin. Und dieser Neuanfang mit der starken Wassermann-Energie steht für die Freiheit wie kein anderer. Sonne und Mond im Quadrat zu Uranus im Stier weisen jedoch darauf hin, dass dies nicht ohne Konflikte und Widerstände einhergehen wird. Merkur im Wassermann im Quadrat zu Jupiter im Stier fordert uns mit diesem Neumond ganz stark dazu auf, die lauten Stimmen im Außen zu hinterfragen und nicht alles zu glauben, was uns erzählt wird. Klar werde ich zu diesem Neumond wieder eine Energiereise für Mensch und Tier anbieten, da es gerade jetzt in dieser turbulenten Zeit so sehr gebraucht wird.
Die Nerven sind am Anschlag bei ganz vielen und die Emotionen platzen regelrecht auf. Und auch Depressionen sind sehr häufig im Moment. Viel Stress, Unruhe, innerer Druck entsteht, weil es uns immer schwerer fällt, in dieser alten Welt weiter wie gewohnt zu funktionieren. Es ist das alte Leben von viel zu tun, es ständig eilig haben, im Stress sein, um all die Erwartungen und Anforderungen zu erfüllen, dem wir jetzt immer mehr entwachsen. Und ja, auch das Gefühl, verloren zu sein, kann damit einhergehen. Als ob wir einen Film sehen, zu dem wir nicht mehr gehören, ja nicht mehr gehören wollen in dieser verrückten Welt. Auch Schmerzen unter den Rippen linksseitig können jetzt vermehrt auftreten. Und man sagt, es ist der Ort, an dem die Seele lange geschlafen hat, die jetzt erwacht. Unser Lichtkörper bahnt sich seinen Weg durch all unsere Widerstände, auch wenn der Verstand das noch gar nicht greifen, nicht kontrollieren kann. Unser Gefühl weiß es und nur das ist wichtig. Doch die starke Überforderung des Nervensystems kann auch zu Angstgefühlen und Panik führen. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, was jetzt geschieht. Das kristalline Licht dringt tief in unsere Zellen ein und löst das alte 3D-Gedächtnis der Angst und Trennung. Oh ja, viel alter Schmerz wird herausgezogen. Die Sonne überträgt Lichtcodes, die von unserer Hypophyse und Zirbeldrüse aufgenommen und während intensiver Sonnenaktivität stark stimuliert werden. Und wenn sich die Energien der Zirbeldrüse weiblich und der Hypophyse männlich treffen, ihr Lieben, findet eine Öffnung unserer inneren Version statt. Und dies kann mit Druck auf das Kronenchakra und im Bereich des dritten Auges einhergehen, denn die Zirbeldrüse und die Hypophyse erhalten immer mehr Lichtcodes und kosmische Informationen aus höheren Dimensionen. Geist und Materie vereinen sich zur multidimensionalen Kraft unseres Bewusstseins. Oh ja, ihr Lieben, wir schwingen hin und her zwischen den alten und neuen Energien und Dimensionen. Und das ist auch das Gefühl dieses Hin- und Hergerissenseins zwischen alter und neuer Welt, das viele gerade erleben. Wir löschen viele Leben und unser altes Ich aus unserem System, was auch traurige Gefühle des Abschieds und der Einsamkeit auslösen kann. Und ja, das zeigt sich jetzt auch immer mehr in unserem Umfeld, wie ein Spiegel dessen, wie wir selbst einmal waren. Wir haben uns verändert und verändern uns weiter, denn dein wahres Ich ist am Erwachen. Und bei all dem müssen wir jetzt langsam machen, um in aller Ruhe zu unserem wahren Kern zurückzukehren, zum
Wesentlichen. Wir erfahren eine tiefe Wandlung, ihr Lieben. Einfach geschehen lassen, nichts erzwingen oder kontrollieren wollen, die Energien fließen lassen, erleichtert die Transformation. Deshalb gönnt euch Ruhe, so viel es geht. Tut euch Gutes, damit der physische Körper sich anpassen kann. Erdet euch, atmet, geht in die Natur, trinkt viel reines Wasser, damit die neuen Energien fließen können und die alten Energien und Gifte ausgeschwemmt werden. Und vor allem bleibt in eurer positiven Ausrichtung. Ganz wichtig. Ihr Lieben, viele haben derzeit das Gefühl, dass etwas Großes im Gange ist, wie eine innere Aufregung, Angst und Vorfreude, wie elektrisiert, so fühlt sich das an. Ja, es ist wie eine Zusammenführung von Quanten. Dieses kristalline Licht, das alles um uns herum und uns selbst durchwebt. Dieses Glitzern des Göttlichen, das nicht nur mehr in unserem Inneren, sondern auch mit offenen Augen wahrgenommen werden kann. Oh ja, es baut sich auf das Erwachen, unaufhaltsam. Und auch wenn du diese starken Lichtenergien im Moment auch noch als belastend empfindest, als wäre dein Körper zu schwer, zu eng geworden, nicht mehr passend, so passieren doch gerade unvorstellbare Dinge in dir. Du veränderst dich bis tief in deine Zellen hinein, bis hinein in deine DNA, um dich gleichzeitig zu öffnen, zu wachsen, hin zu deiner wahren Essenz. Sich schwindelig, wackelig, verschwommen, konfus, dumm oder schwach zu fühlen, gehört dazu im Moment. Verankere dich immer wieder in dir selbst und fühle es in deinem Herzen. Denn in deinem tiefsten Inneren weißt du es, wohin du gehst, wo du hingehörst, wonach du dich immer gesehnt hast. Lass los, es kontrollieren zu wollen. Du bist auf dem Weg zu dir selbst. Deshalb leuchte und lass dich nicht aufhalten. Auch wenn es für manch andere Menschen noch etwas dauert, bis das Licht im Bewusstsein aufgenommen wird. Erstrahle in deinem Licht, damit alle es sehen können. Wir befinden uns in einem Meer aus Licht, ihr Lieben. Und wir sind das Licht dieser Welt. Und wie ich immer sage, wir sind die Pioniere der neuen Zeit. Nutzen wir unsere Kraft gemeinsam für die Veränderungen, die wir uns wünschen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, uns allen, alles Liebe, eure Sylvia.